Ja, und ihr seht, unsere kleine Stadt ist wieder in Feierlaune. Und auch jetzt am dritten Advent, es sind natürlich dann auch die ganzen Weihnachtsbäume oder Christbäume schön beleuchtet. Deswegen, es wird langsam gemütlich hier. Und ja, auch zur Feier des Tages fährt unser kleiner Weihnachtssonderzug. Was gibt es denn zu feiern, fragt ihr? Wir haben nämlich die 2000 Abonnenten geknackt. Wow, und da freue ich mich wirklich sehr. Es ist irgendwie noch gar nicht so lange her, als wir die 1000 Abonnenten geknackt hatten. Und jetzt schon die 2000 und das wirklich nur mit eurer Hilfe. Und deswegen möchte ich an der Stelle euch ganz, ganz lieben Dank sagen, wirklich von ganzem Herzen. Es freut mich wirklich, wirklich wahnsinnig, dass so viele Leute sich doch, also jetzt für das Hobby interessieren natürlich, aber jetzt auch für meinen Kanal interessieren, meine Themen, die ich da auch mit euch teile. Sei es jetzt Lokvorstellungen, sei es Anlagenbau, sei es aber auch Themen rund um die Modelleisenbahn, Bastelvideos etc. Freut mich wirklich wahnsinnig und deswegen dann nochmal ganz, ganz lieben Dank an euch. Was habe ich mir vorgestellt oder überlegt für ein Abonnenten-Special? Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, wir haben das letzte Mal die Sammlung, habe ich euch gezeigt, also meine Sammlung, die aber nur aus den neueren Modellen quasi besteht oder aus, die ich in den letzten 5 Jahren, sage ich mal so, gekauft hatte. Und wir haben Halt gemacht an der einen speziellen Kiste, wie quasi das ganze Thema Modelleisenbahn überhaupt zu mir gekommen ist. Also als kleiner Maxi sozusagen, habe ich ja schon mit ungefähr, ich müsste mal nochmal nachschauen, so 8, könnt ihr mir vorstellen, die ersten Teile von der Anlage oder von der Eisenbahn damals von meinem Papa bekommen. Und ging natürlich gut durch Kinderhände. Und das wollte ich euch nicht vorenthalten, weil so ist der kleine Max damals zur Modelleisenbahn gekommen und hat zwar dann zwischendrin, klar, wie immer im sehr hohen Jugendalter etc., kamen dann andere Sachen hinzu, aber umso schöner freut es mich, dass mich jetzt seit über 5 Jahren das Hobby wieder bewegt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da wollte ich euch einen Einblick geben, was für Modelle ich denn da habe. Steckt auch wirklich eine kleine Geschichte hinter eigentlich allen Modellen. Da wollte ich euch auf die Reise mitnehmen und wünsche da ganz viel Spaß dabei. Ja, und schon haben wir hier unsere Kiste und ich würde sagen, wir machen sie einfach mal auf, weil ihr kennt sie ja zumindest ein bisschen vom letzten Abonnenten-Special. Und ich tue mal hier die Sachen, tue ich mal raus. Das auch. Und da haben wir doch die ganzen Sachen. Ich habe es euch letztes Mal beim letzten Abonnenten-Special die ganze neue Sammlung gezeigt, sozusagen von neuen sag mal, Rollmaterial. Und jetzt einfach würde ich sagen, gehen wir mal durch die Geschichte der Modelleisenbahn vom kleinen Max von damals quasi da ein bisschen mal ein. Ja, ihr seht jede Menge TEE-Wagen. Habt den mal sogar mal, den sieht man ein bisschen. Der ist neuer lackiert als die hier, weil in der Farbe, die sind alle von meinem Papa. Und ich habe mal einen dazu gekauft, eben auch mit den Schlussleuchten hier. Und da hat man doch ja, ein paar Wagen, also Speisewagen, sogar zweimal. Wobei, man muss dazu sagen, ich glaube, genau den Speisewagen, den habe ich mal so dazu gekauft nochmal. Und dann natürlich jede Menge Abteilwagen und ja, was ist das? Großraumwagen, genau. Auch schon überall Flugrost hat sich angesetzt. Also von dem her, man merkt, dass es echt ein bisschen älter ist. Hier noch ein alter Autotransportwagen. Da fehlt oben komplett das ganze Thema, wo die Autos drauf fahren können. Leider. Genau, die Lok habe ich euch ja mal gezeigt. Damals mein ganzer Stolz, nämlich in der Hobby-Variante die 218, 217. Wirklich sehr, sehr toll. Können wir sich auch noch überlegen, ob man die nicht mal umrüstet auf digital, weil das nämlich noch in der, also die Hobby-Variante, beziehungsweise auch diese Nummer sagt ja auch aus, dass sie ganz normal mit einem mechanischen Umschalter ist. Aber auf der anderen Seite, das ist halt eine 218er in einer eigentlich 216er Formvariante. Die habe ich eigentlich aussortiert bei mir auf der Anlage, weil es gibt so viele schöne 218er Modellen, von dem her Modelle vielmehr. Dann schöner S-Bahn-Steuerwagen, auch mega, mega cool. Habe ich mir damals extra gekauft.
Dann, wie gehen wir weiter? Dann machen wir mal hier, was habe ich früher geschrieben? Eieiei. Eine Dampflok mit Schlepptender. Also, die kennt ihr auch schon überall Rost. Das ist ein bisschen mein Sorgenkind, weil die Lok war schon ein paar Mal in Reparatur damals. Also das habe ich dann auch immer, mal 20 Euro oder sowas gekostet. Oder Mark waren es vielleicht dann sogar auch noch, dass man die reparieren musste, weil da immer das große Zahnrad zum Motor irgendwie defekt war oder weiß ich, ob sich auch die ganze Lok ein bisschen hebt. Deswegen war immer vom Motor zum Getriebe unten für die Räder. Ah, genau, hier sieht man es vielleicht. Das große, das war immer defekt und das ist leider, es geht viel immer noch, also jetzt bewegt sich, ich glaube, nee, das ist da drüber, das Zahnrad, weil das bewegt sich noch, aber das geht viel zu leicht. Das ist leider wieder defekt. Also es ist so oft defekt gewesen. Also wie gesagt, das ist bestimmt schon das 3. Mal und ich habe dann immer gesagt, okay, komm, ich lasse das mit dem Reparieren. Aber das wäre vielleicht eine Kandidatin für einen schönen Lokschuppen, dass man die ausstellt und also weggeworfen wird dann nichts, um Gottes Willen. Aber umrüsten, weiß ich nicht. Aber man muss dazu sagen, alle Loks sind wirklich durch Kinderhände durchgegangen. Man merkt es definitiv an den ganzen Spielspuren, aber die Sachen funktionieren ja immer noch, bis auf, wie gesagt, die Dampflok. Da müsste man mal irgendwie Zahnrad oder irgendwie gucken, woran das liegt, warum jetzt schon ein paar Mal das dann so ist. Das sind jetzt modernere Güterwagen, die ich dann damals vom Taschengeld mit dazu gekauft habe. Und sonst gibt es natürlich die ganz normalen Märklin Donnerbüchsen in allen erdenklichen Formen. Güterwagen sogar mit Schlusslicht. Der Planenwagen, der dann, eigentlich hier so reingeklipst wird. Also auch sehr, sehr schön. Unten auch noch mal hier Donnerbüchsen, also wirklich jede Menge. Ich muss es mal ein bisschen schöner sortieren, weil ich habe hier natürlich durch die ganzen Umzüge etc. mal was rausgenommen. Ist natürlich jetzt nicht so schön. Und dann kommen die schönen Verpackungen oder die schöne Verpackung, wo ich nämlich dann die ganzen Loks drin habe. Ziehe ich mal ein bisschen vor. Also da ist es vor allem, das ist sehr, sehr interessant. Also die E03. Leider platzt jetzt irgendwie der Lack ab. Also das hatte ich vor ein paar Jahren noch nicht so arg, aber die ist mir auch mal von der Anlage gefallen. Echt heftig. Man sieht auch, jetzt will ich mal überlegen, hier ist es nämlich gebrochen, aber das war's. Also ihr müsst vorstellen, von der Anlage, von der gleichen Höhe, weil es war ja quasi der gleiche Tisch, damals nur mit einer anderen Platte oben drauf, ist die komplett runtergekracht und das war auf einem Holzboden, also kein Fliesenboden dürfte das sein. Und das hier sieht man auch noch, es ist auch noch ein bisschen wackelig. Ich mache mal schärfer. Das hat sich komplett das ganze Getriebe reingedetscht, das weiß ich noch. Man konnte es aber einfach, mit meinem Papa wieder repariert, einfach wieder rausziehen, wieder reinsetzen und es hat funktioniert. Also die Lok war nicht kaputt. Es war halt ärgerlich, dass jetzt hier oben so ein paar kleine Abbrüche halt dann sind und wie gesagt auch diese Schutzdinge, das müsste man hier dann mal, gut, gibt es ja glaube ich als Ersatzteil, müsste man wieder machen. Aber krass, was die Sachen aushalten. Die sind ja wirklich, das ist ja massiv. Also da ist auch wirklich nichts weiter groß kaputt gegangen. Aber sonst überall, ihr seht Rost leider dran. Also entweder eine Sache fürs Ausbesserungswerk oder wie gesagt, ich habe es ja auch im anderen Video gesagt, ob man nicht da einen Hochleistungsmotor, einen schönen Digitaldecoder einsetzt, weil von einem schönen TI-Zug, ob ich jetzt die Blechwagen hernehme oder ob ich vielleicht die neueren Wagen mit LED-Beleuchtung vielleicht nehme, da bin ich ein bisschen am Überlegen. Aber das wäre so ein cooler Retrozug und die E-Lok ist immer zusammen mit den S-Bahn-Wagen umhergefahren. Oder meistens zumindest. Und dann der klassische Schienenbus, auch sehr, sehr schön. Was heute quasi wie ein Schienenbus aussieht, was heute im Modell möglich ist und was früher damals, wie klobig eigentlich, aber total urig, total süß. Funktioniert auch ohne Probleme. Auch da kleine Anekdote, der hat am Anfang wunderbar funktioniert und dann über Jahre hinweg hat der nur gestottert. Was habe ich als Kind gemacht? Ich habe den überölt, weil zu viel Öl bringt gar nichts. Weil damit habe ich nämlich die ganze Stromzuführung, das ist nämlich komplett in diesen ganzen Achskasten reingewandert. Und dann kam nichts und irgendwann war dann
einige Jahre dann später, also im gehobenen Jugendzeitalter, habe ich dann irgendwann mit einem Q-Tip, habe das mal auseinandergebaut und dann mit dem Q-Tip alles gereinigt, also mit einem Wattestäbchen, und auf einmal hat das wieder funktioniert. Also deswegen fand ich das immer sehr, sehr schade, ich konnte es mir nie erklären, warum der nicht funktioniert hat. Und es war gar nichts kaputt, es war einfach nur überölt. Was man halt so in den kindlichen Jahren, sagen wir mal, so macht. Dann natürlich der Klassiker, also sehr robuste Lok, sehr schön. Auch ein schönes Ausstellungsstück eigentlich für so einen Lokschuppen. Und da habe ich noch so den S-Bahn-Wagen, genau das gleiche zum Steuerwagen. So ist der immer sozusagen mit 2 Wagen ist der immer auf der Anlage gefahren, mit der E03. Und die TEE-Wagen haben meistens dann die Dampflok. Also ihr kennt ja die eine Dampflok zum Beispiel, die, was ist das, die 41er, die ich umgebaut habe. Die ist damit dann immer mit den TE-Wagen gefahren. Ja, und ich glaube, das dürfte es nämlich von den Loks gewesen. Ah, nee, ich habe hier nochmal von Elektrotrenn, weil ich mal in auch jungen Jahren ist auch die ganze Anlage nach Spanien gewandert. Und da habe ich natürlich von meinem Taschengeld immer gespart und dann passende Loks da gekauft. Das war auch mein Highlight. Die hatten sogar Märklin zum Teil, aber ganz, ganz wenig. Aber ich wollte natürlich die eigene Marke da kaufen. Und deswegen habe ich einmal so einen Rungenwagen. Nie groß benutzt. Ihr seht, die Rungen sind noch original. Dann Transfeser, einen Kesselwagen und einen Silowagen gekauft. Eigentlich wirklich nicht so viel gefahren. Also wir sind wirklich noch, da ist nichts abgebrochen, obwohl es durch Jugendhände oder Kinderhände ging. Und sonst, wie ihr seht, da ist jetzt überall, also da sind jetzt überall noch Bausätze oder Restbausätze noch da. Ich mache es mal wieder ein bisschen schärfer. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Ah ja, guck mal, da sind auch nochmal Güterwagen. Da sind noch hier so M&M Güterwagen, Tankwagen, Warsteiner. Was ist dann da unten? Jetzt muss ich gerade mal gucken, dass ich das nicht... Oder ist da noch was? Ah ja, das ist auch nochmal Tankwagen. Ich habe die quasi sortiert, also geschlossene Güterwagen zum Teil und Tankwagen. Und ihr seht, da habe ich dann auch ein paar neuere eben gekauft oder zugekriegt, eben von meinem Taschengeld gespart, einfach, dass man ein bisschen mehr Rollmaterial hat. Und, Gipsgewebe. Und sonst jede Menge Bausätze, den Bahnhof Kottenforst zum Beispiel, der war immer lange Zeit auf der Anlage, den habe ich auch noch, den überlege ich, ob man den vielleicht noch wieder hintut, weil das ist ein schönes Modell, ich habe auch das Original mal gesehen, steht ja immer noch, also und dann halt hier so Waschcenter, das stand dann alles immer auf meiner Anlage drauf. Den Lokschuppen, der ist auch noch, der ist aber, ich glaube, da fehlen noch Anbauteile, deswegen ist ja noch alles drin. Der hat nie gepasst, dass ich dann von den normalen Weichen vom M-Gleis, dass ich da reinfahren kann, weil die relativ dicht beieinander sind. Ich glaube, man bräuchte dann die Dreiwegweiche oder eine Drehscheibe oder Schiebebühne. Deswegen habe ich den damals in jungen Jahren fehlgekauft und mir, glaube ich, gewünscht und leider konnte ich den nie groß einsetzen. Und dann eine schöne Kirche. Also auch die Sachen habe ich alle, also alle Modelle, die ihr seht, die habe ich. Die sind zum Teil aber ganz schön ramponiert. Da müsste ich auch mal gucken, die ganzen alten Gebäude, da habe ich auch eine riesen Kiste. Ich glaube, da könnte man leider auch einige Sachen wegschmeißen, aber wer weiß, vielleicht kann man manche Sachen auch schön aufbauen. Und ja, hoffe, euch hat das ganze Video gefallen, so ein bisschen Back to the Roots, in die Kindheit vom kleinen Max. Kommen richtige nostalgische Gefühle auf, bin ich ehrlich. Und wie gesagt, so gerade so die E03 könnte ich mir vorstellen, dass die auch auf der Anlage wieder fährt. Und die anderen Züge, die würde ich dann in irgendeinem neuen Teil, ich glaube, so ein schöner Rundlokschuppen würde mir auf jeden Fall gefallen, wo man einfach auch 218er ausstellen kann, aber auch so ein paar ältere Dampfloks, die quasi als Restaurationsobjekt darstellen. Ich glaube, das ist eine schöne Sache. Und ja, ich möchte mich nochmal bei euch bedanken, wirklich, dass wir die 2000 Abonnenten erreicht haben, weil ohne euch wäre es überhaupt nicht so weit gekommen. Freut mich wirklich so arg, dass es auch so arg Anklang findet. Und wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Moba-Zeit, einen schönen 3. Advent. Wir schreiten mit großen Schritten gen Weihnachten zu und lasst euch auf jeden Fall gut gehen. Dann bis zum nächsten Mal, gell? Macht es gut. Bis dahin. Tschüss.